Hallo und herzlich willkommen bei Verkunstelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute gerne mit euch etwas mit Tannenzapfen machen, denn ich habe in unserem Sommerurlaub sehr viele Zapfen gesammelt im Wald und es ist an der Zeit, daraus etwas Schönes zu machen. Darum würde ich sagen, kommt mit in dieses Video. Ja, hallo. Ich sagte ja schon zu Beginn, ich möchte heute gerne etwas mit Tannenzapfen machen. Und bevor wir damit starten, kommt wieder das Übliche. Ihr wisst es schon, ihr ahnt es bestimmt schon. Abonniert diesen Kanal, ihr würdet uns super damit unterstützen. Gebt der Glocke einen mit, damit wir uns jede Woche sehen, wenn wir hier ein neues Video hochladen. Darüber würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. Okay, starten wir. Also, ich möchte gerne mit euch etwas machen, und zwar aus Tannenzapfen. Ich habe im Sommerurlaub wirklich viel gesammelt, bin mit den Hunden kreuz und quer durch die Wälder gestriffen, wo wir waren. Wir waren nämlich in Bayern und ja, natürlich sollte man dieses Material nicht einfach nur liegen lassen, sondern auch etwas Schönes machen. Und ich habe mir überlegt, wir machen so kleine Geschenke, die wir gut und gerne, wenn wir zu Besuch fahren oder jemandem eine Freude machen wollen, mitnehmen können. Und was ich mir da überlegt habe, das zeige ich euch mit der Materialliste. Ich habe jetzt hier natürlich ein Riesensammelsurium liegen als Vorschlag für euch. Fangen wir an mit dem Grundmaterial, was wir definitiv brauchen. Wir brauchen natürlich einmal die Tannenzapfen. Ich habe tatsächlich solche großen Zapfen gefunden. Aber für die Leute, die jetzt sagen, das ist ja schön, dass du Zapfen gefunden hast, diese hier zum Beispiel habe ich bei Kick gekauft im letzten Ausverkauf für, ich glaube, 10 Cent. Also man kann durchaus auch mal durch die Läden streifen, da gibt es diese Art von Zapfen nämlich auch. Also ihr müsst nicht unbedingt in den Wald laufen, nur ich bin halt gerne da mit den Hunden unterwegs und deswegen nehme ich dann diese Sachen, die auf dem Weg liegen, natürlich mit. Also ich finde die nämlich wunderschön, auch von der Form und von der Farbe. Das ist eigentlich ganz toll. Gut, also davon habe ich eine ganze Menge gesammelt, natürlich auch in klein. Dann brauchen wir natürlich einen Behälter, wo wir das Ganze reintun. Und da habe ich mir eigentlich überlegt, wir greifen doch einfach mal auf Sachen zurück, die wir noch hier rumstehen haben. Also ich jedenfalls rumstehen habe. Und zwar habe ich hier, ihr kennt es bestimmt, das sind diese Pflanztöpfchen. Die bleiben ja nun mal immer über, wenn man Herbstbepflanzung, Sommerbepflanzung, was auch immer macht, und dann wirft man sie einfach weg. Und ich habe mir gedacht, eigentlich doch zu schade, das wieder wegzuwerfen, kannst du doch bestimmt wieder verwenden. Habe sie aufbewahrt und siehe da, mir ist tatsächlich etwas dafür eingefallen. Und was ich damit gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Also ihr seht, ich habe das einmal hier in einer kleinen Größe und es geht natürlich noch kleiner. Also hier dieses ganz kleine. Das zeige ich euch gleich, was ich daraus gezaubert habe. Dann hatte ich tatsächlich noch, das habe ich mal geschenkt bekommen, ein Pflänzchen in so einem, ja, in so einer Zinktopf. Ich muss sagen, funktioniert bei mir nicht so gut. Ich habe nicht den richtig grünen Daumen. Der Topf ist übrig geblieben. Also daraus habe ich dann auch etwas Schönes noch zaubern können jetzt. Und last but not least, das, was ihr immer wieder mal bei mir seht, meine Milchtüte. Ja, auch die habe ich hier als Basic-Programm wieder mit dabei. Ja, dann kommen wir mal zu den Dingen, die so als Kleinigkeit zur Verschönerung dienen sollen. Ich habe hier einmal hier so Holzzweige habe ich bekommen. Dann habe ich hier Stoff. Damit werden wir gleich hier die Töpfchen verzieren. Ich habe hier einmal mir Bänder rausgesucht. Ich habe hier ein bisschen Filz mir zurechtgeschnitten. Das habe ich nachher drauf getan. Und ich habe hier, das sind so kleine Glöckchen, die fand ich so süß. Hört ihr es? Es bimmelt sogar auch schon. Habe ich mir dazu rausgesucht verschiedene Seile. Einmal hier ein dünnes Seil und hier ein dickes Seil. Wer sich jetzt fragt, woher die Sachen kommen, also auch hier so dieses dicke Seil, das habe ich tatsächlich alles bei Teddy gekriegt. Also da müsst ihr auch nicht
ins Gartencenter rennen oder Baumarkt. Das kriegt ihr wirklich auch in diesen kleinen Läden. Ja, dann noch ein bisschen Füllmaterial. Das ist so ein Granulat hier. Das ist so ein Dekogranulat. Da wusste ich bisher nie so genau, was ich damit tun soll. Jetzt weiß ich es. Ich habe noch hier Papier. Das ist doch Verpackungsmaterial, das wollte ich jetzt auch nicht wegwerfen, kann man also super benutzen, um Sachen aufzupolstern, damit man da nicht, sage ich mal, teures anderes Material reingeben muss, wenn man irgendwelche Pötte aufstopfen möchte. Und ich habe noch zum Abdecken hier ein bisschen Moos. Das habe ich auch bei Teddy gekauft, relativ preiswert. Alles gut und schön. Ja, und das Übliche, was man braucht, was zum Kleben, die Heißklebe und einmal eine Schere. Damit... Achso, und meine Dekosterne darf ich nicht vergessen, sonst werde ich wieder gehauen. Damit haben wir erstmal die Deko-Materialliste durch. Also das, was ich jetzt alles hier verwendet habe. Wenn euch da noch was anderes einfällt, klar, steht euch frei. Ihr habt bestimmt noch 1000 andere Sachen auch zu Hause rumstehen, wo ihr sagt, hey, das ist eine super Idee. Da könnte ich doch vielleicht das eine oder andere noch eben von mitbenutzen. Bitte, tut es, denn das macht echt super viel Bock, das hier alles zu verschönern. Ich zeige euch auch gleich, was daraus geworden ist. Fangen wir mal mit meinem Favoriten an. Also, ich habe jetzt hier nochmal den Ausgangspunkt hingestellt, nämlich das kleine Pöttchen, was so bei mir übrig geblieben ist, wo ich bisher nicht wusste, was ich damit tun soll. Also, was habe ich gemacht? Ich habe hier dieses kleine Pöttchen einfach mit dem schmalen Sisalseil umwickelt, mit der Heißklebe festgemacht, einmal drumherum. Und fertig ist das Ganze. Ihr seht es schon. Dann habe ich hier das Granulat reingetan. Ich kann noch mal eben abheben. Das war hier eben ein bisschen zur Seite. Dann seht ihr das. So. Und meinen Tannenzapfen hier reingesetzt. Ihr seht ja jetzt eine kleinere Variante des Tannenzapfen. Ich finde die nämlich super putzig und vor allen Dingen, gerade wenn man vielleicht auch nur so eine Kleinigkeit weitergeben möchte, nichts Großes oder vielleicht auf dem Tisch nicht so eine riesen Deko aufbauen möchte, finde ich eigentlich so etwas echt niedlich. Also ich finde es wirklich niedlich, total meins. Das habt ihr auch super schnell fertig. Das war innerhalb von 2 Minuten. Tada! Also, ne? Wer es schnell mag, damit geht es garantiert. So, das ist das erste. Dann kommen wir mal zu hier diesem Projekt. Das ist das andere Gefäß. Also das war der Ausgangspunkt. Dann bin ich hingegangen, habe mir den Stoff zurechtgeschnitten, habe den Stoff hier herumgelegt, über den Rand drüber und in dem Töpfchen hier innen drin einmal festgeklebt. Habe das stramm gezogen, nach unten, ich drehe es mal rum, und unten festgeklebt. Fertig. Und damit das nachher alles etwas sauberer aussieht, habe ich mir das dicke Seil genommen und habe das dicke Seil einmal hier außen rum und auch hier über die Kante rüber geklebt. Das Ganze mit Papier aufgefüllt, nochmal ein bisschen Granulat. Gut, hier habe ich jetzt noch mal so ein bisschen Haar drum gemacht, weil ich das nicht so ganz nackig haben wollte und habe mir hier einmal den Tannenzapfen reingesetzt und als kleinen Clou, damit es nicht ganz so langweilig aussieht, habe ich mir dann gedacht, okay, machst du hier ein Bändchen rein mit einem Lederband und wickelst dann quasi hier die beiden Schellen, die Glöckchen noch mit rein, so dass das Ganze noch so ein bisschen, ja, putziger aussieht. Also ich finde das auch total niedlich, vor allem mit diesem roten Stoff. Wir gehen ja schon so langsam in die Richtung Weihnachten und daher gefällt mir das persönlich auch sehr, sehr gut, weil Rot und Weihnachten passt zusammen. Gut, das war dann dieses. Dann kommen wir mal auch zu einem sehr schönen Stück, also was mir auch sehr gut gefällt. Und zwar das Zinkeimerchen. Ich hole es nochmal her. Das habt ihr innerhalb von 10 Minuten fertig. Also das ist wirklich kein Akt. Ich bin hingegangen und habe mir hier das zurechtgeschnitten, habe das einfach mit der Heißklebe
geklebt. Dann hatte ich hier, das hatte ich auch wirklich jetzt nur einmal über, hier dieses Sternchen an das Seil dran gemacht, das Seil hier dran geklebt. Ihr seht, hier hinten festgemacht, Papier reingesteckt, ein bisschen Baststroh reingetan, Tannenzapfen drauf und fertig. Also, ich finde das auch sehr schön. Es ist schlicht und sehr, sehr, finde ich, elegant. Das kann man auch jedem so mitnehmen als kleines Geschenk. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, und als letztes bleibt dann natürlich noch hier meine obligatorische Milchtüte. Auch diese hier habe ich relativ schlicht gehalten, weil ich will es momentan noch nicht so pompös. Wir wollen uns ja noch ein bisschen steigern bis Weihnachten. Habe das Bastband hier drum gesetzt, habe das einfach nur drum gelegt und mit einer Schleife versehen, also gar nicht großartig verklebt. Habe hier Sterne drauf geklebt mit der Heißklebe, die hatte ich euch ja eben gezeigt. Habe hier kleine Tannenzapfen reingesetzt. Habe hier die Dekozweige auseinandergenommen und mir hier reingesteckt, noch mal ein bisschen Haar. Innen drin, wie gesagt, alles ausgepolstert mit Papier, das Granulat, das hattet ihr ja eben schon gesehen. Und was ich jetzt wohl noch gemacht habe, war, ich hatte noch Eicheln übrig gehabt. Die habe ich jetzt hier noch mit reingesteckt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie hast du das denn geschafft, dass die Eicheln da halten? Die plumpsen auch normalerweise immer aus diesem Köpfchen raus. Trick 17, einfach Heißkleber reintun, das Ding wieder da reinstecken. Fertig, es hält. Ja, und das ist es dann eigentlich schon. Und auch das hier finde ich sehr schön als schlichte, ja, Deko auf dem Tisch, als Mitbringsel für jemanden. Ich denke, da würde sich jeder auch drüber freuen. Ja, wer sich jetzt wieder fragt, Milchtüte, wie ist sie denn da hingekommen? Hier nochmal der Hinweis. Da habe ich ja schon einige Videos auch bei mir auf meinem Kanal eingestellt. Schaut euch das ruhig einfach mal an. Ihr dürft natürlich auch gerne fragen. Fragen beantworte ich immer gerne. Das ist ganz klar. Nur das wollte ich jetzt nicht alles hier in diesem Video zeigen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das. Das sind alles Sachen, die schnell gemacht sind. Da braucht ihr keine Stunden für. Materialien hat man meistens in der Form irgendwie zu Hause, in anderer Form. Es muss nicht das sein, was ich euch gezeigt habe. Meins soll ja auch nur eine Anregung für euch sein, wenn ihr Lust auf Basteln habt. Und wir sind schon wieder zum Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, hier mitzuschauen in unserem Video. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum er lacht, aber egal. Ja, mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, gebt uns einen Daumen rauf, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns ein Abo da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und gebt der Glocke einen mit, damit wir definitiv uns nächste Woche wiedersehen, wenn wir hier ein Video für verkunstet hochladen. Ja, ich würde natürlich auch gerne wissen, was ihr so an schönen Dingen bastelt. Also, wie kreativ seid ihr momentan in der Herbstphase bei diesem echt schrecklichen Wetter da draußen? Ihr könnt es mir gerne auf Facebook posten. Ihr könnt da Bilder mit reinhängen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, wie gesagt, habt eine schöne Zeit. Wetter ist ja momentan nicht wirklich schön. Ich hoffe, es wird wieder ein bisschen besser, damit man auch die Zeit draußen in der Natur noch ein bisschen genießen kann, bis wir dann auch wirklich in die Winterzeit reingehen. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss zusammen.